Guck mal hier, diesen Dreck hier zeigt mir mein frisch installiertes Windows 11, wenn ich den vorinstallierten Browser starte, also Edge. Die gleichen schrottigen Nachrichten gibt es übrigens auch, wenn ich links hier auf dieses Wetter-Icon klicke. Und wenn ich meine Energieeinstellungen sehen will und Energie ins Startmenü eintippe, dann gibt es da auf einmal mehrere Einträge. Dann wird mir einmal das hier angezeigt, aber auch das hier. Und bei der einen ist ausbalanciert angewählt, bei der anderen aber beste Energieeffizienz, obwohl mir das auch ausbalanciert anbietet. Hä? Was ist denn jetzt das Richtige? Wieso gibt es überhaupt zwei Menüs? Und warum hält sich das eine Menü nicht dran, dass ich in Windows den Dark Mode eingeschaltet habe? Das ist das Windows-Feeling anno 2024. Denn an ganz vielen Stellen denke ich mir so, wer hat das entschieden? Also wer hat entschieden, ja, klar, so machen wir das. So will ich das haben. Ja, und tatsächlich beschweren sich ganz viele Leute öffentlich darüber, dass sie von Windows genervt sind und dass sie weg wollen von Windows. Also so mäßig, jetzt steige ich aber wirklich um. In diesem Video gucken wir uns das alles mal genauer an. Also was jetzt eigentlich die genauen Problempunkte bei Windows sind und ob man das objektiv messen kann, dass gerade viele Leute wegwechseln von Windows und wo die dann hingehen. Tatsächlich ist das wirklich ziemlich interessant. Bleibt dran. Liebe Internetsurfer. Dieses Video wird gesponsert von Intel vPro. PCs mit Intel vPro und Intel Core Ultra Prozessoren sind für eine effiziente Nutzung der Systemressourcen ausgelegt. Die KI-Technik in der integrierten Neural Processing Unit sorgt dafür, dass der Stromverbrauch je nach Anwendung optimiert wird. Dank der NPU werden weniger CPU- und GPU-Ressourcen benötigt, was zu einer verlängerten Akkulaufzeit führt. Besonders in mobilen Umgebungen ein riesiger Vorteil. Plus, die Systeme bleiben kühler und leiser, was die Arbeitsumgebung angenehmer macht. Und wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Intel-PCs unterwegs sind, können IT-Abteilungen Systeme mit der integrierten Intel Active Management Technology überwachen, Fehler beheben und Updates durchführen, selbst wenn das Betriebssystem nicht geladen ist oder die Geräte ausgeschaltet sind. Umfangreiche Ökosystempartnerschaften sorgen zudem dafür, dass die KI-basierten Funktionen kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert werden. Werbung Ende. Also, seit dieser Kanal hier existiert, beschäftigen wir uns mit Windows. Und man kann die Uhr danach stellen, dass es immer wieder Kommentare gibt, in denen es heißt, boah, Windows, ey, gut, dass ich das nicht mehr benutze. Oder, so, jetzt hat Microsoft aber den Bogen überspannt. Jetzt steige ich wirklich um. Ja, und dann gibt's aber halt oft Leute, die sagen, ja, das sagt ihr seit 100 Jahren, dass ihr umsteigen wollt, macht das aber eh nicht. Ist doch alles nur Gelaber. Also was stimmt denn jetzt? Aber erstmal, warum passiert das eigentlich? Warum meckern, also zumindest gefühlt zurzeit, noch mehr Leute als sonst über Windows? Warum sind alle so doll genervt? Ja, und das haben wir euch mal gefragt. Hier nämlich auf der Community-Seite von unserem YouTube-Channel. Und tatsächlich haben wir auf die Frage 252 Kommentare von euch bekommen. Also vielen Dank schon mal dafür. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Also ich habe das natürlich alles gelesen und dann mal versucht, das in 3 Kategorien aufzuteilen, also eure Kritik. Also als erste Kategorie würde ich jetzt mal aufstellen, Datenschutzbedenken und Accountzwang. Also ganz klar, das Datenschutzthema begleitet Windows, ja, seit Jahrzehnten eigentlich. Immer wieder beklagen sich Leute darüber, dass Windows ihnen zu viel nach Hause telefoniert. Und ja, dann behelfen sie sich zum Beispiel mit so gemoddeten Windowsen wie Atlas, ReviOS oder Tiny11. Dazu hatten wir ja schon ein eigenes Video gemacht. Ob sowas langfristig hilft oder ob man, wenn man damit Probleme hat, lieber gleich zu Linux wechselt, das ist eine andere Frage. Was aber definitiv in den Jahren immer schlimmer geworden ist, ist der Accountzwang. Also konnte man bis vor kurzem einfach so eine Quatsch-Mail-Adresse eingeben und schon ließ sich Windows ohne Account installieren. Geht das seit ein paar Monaten nur noch mit sehr, sehr großen Umwegen. Ja, okay, das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen, dass man davon genervt ist. Vor allem, weil das ja jahrelang ohne Account ging und dann auf einmal einem diese Möglichkeit nicht mehr gegeben wird. Zum Vergleich übrigens, macOS-Rechner kann man problemlos ohne Account in Betrieb nehmen, indem man bei der Apple-ID-Abfrage einfach auf Später hinzufügen klickt. Einige Sachen funktionieren ohne Account dann allerdings nicht, zum Beispiel Software-Updates aus dem App Store, aber der Rechner lässt sich zumindest betreiben. Bei Linux ist das natürlich eh kein Thema, da gibt's nicht mal Online-Accounts. So, okay, alles schon so ein bisschen ärgerlich, aber wir sind noch, ich sag mal so, im gelben Bereich. Was uns
ich sag jetzt mal bewusst uns, weil ich ein jahrzehntelanger Windows-User bin und mich persönlich das auf jeden Fall doll wütend gemacht hat, war das Recall-Desaster. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Dazu gab es ja auch ein Video hier. Also Microsoft hatte sich als großes neues Feature ihrer Copilot Plus PCs die sogenannte Recall-Funktion ausgedacht. Die macht alle paar Sekunden einen Screenshot aus Bildschirminhalts und archiviert das Ganze. Dank KI ist das Ganze auch als Bild durchsuchbar. Also man kann zum Beispiel fragen, wann bestimmte Körperteile zu sehen waren und bekommt das dann angezeigt. Oder Erdbeeren. So, das kann man jetzt praktisch finden oder auch nicht. Das Prinzip will ich hier jetzt gar nicht beurteilen. Aber was halt wirklich unfassbar stümperhaft war, war die Umsetzung. Also erstmal, dass die Funktion so geplant war, dass sie standardmäßig eingeschaltet ist. Was? Hä? Also, dass solche Daten sehr intim und schützenswert sind, das liegt ja wirklich auf der Hand. Nun waren in den öffentlich zugänglichen Recall-Versionen diese Daten rein gar nicht geschützt. Die Bilder waren einfach JPEGs, alle anderen Daten lagen in einer unverschlüsselten SQLite 3 Datenbank. Also leichte Beute für alle, die an einer Stelle richtig viel privates Zeug über eine Person finden wollen. Also zugegeben, das waren Vorabversionen. Nur kamen die wirklich sehr, sehr kurz vor der offiziellen Veröffentlichung der Copilot Plus PCs raus. Also man darf auf jeden Fall bezweifeln, dass das alles noch verbessert worden wäre. Vor allem schon alleine, weil Microsoft selbst komplett dann den Stecker gezogen hat mit diesem Recall-Feature, nachdem ein riesiger Aufschrei durchs Netz ging und Microsoft dann auch etliche zusätzliche Sicherheitsfunktionen versprochen hat. Und vor allem auch versprochen hat, dass die Recall-Funktion Opt-in wird. Also, dass das nicht mehr standardmäßig eingeschaltet ist, sondern man muss dann konkret sagen, ja, ich will das haben. Für mich stellt sich da die Frage, und da haben wir auch in der CT-Redaktion wirklich schon viel drüber diskutiert, also wer winkt sowas durch? Also bei Microsoft. Wer denkt, ja klar, lass uns mal ein Protokoll von allem, was Leute auf ihrem privaten PC machen, ungefragt und unverschlüsselt abspeichern. Super gute Idee. Machen wir so, klar. Also das finde ich auch wirklich einigermaßen gruselig, dass da Leute in Entscheidungspositionen offenbar gar kein Gefühl dafür haben, was die Kundschaft so will und wie die Kundschaft so tickt. Und ja, und da sind wir dann auch direkt bei der zweiten Kategorie, Usability und machen, was die Leute nicht wollen. Ich habe hier die brandaktuelle Windows 11 24H2 Version laufen und wenn ich hier in die Energiespareinstellungen will, was ja durchaus etwas ist, was häufiger vorkommt, ich also Energie hier in das Suchfeld eintippe, dann kommt zuerst Energiesparplan auswählen und als zweites Energie, Ruhezustand und Akkueinstellung. Hä? Klicke ich jetzt das erste an, dann werden mir erstmal die Augen weggeblitzt, weil alles weiß ist, obwohl ich Windows eigentlich im Dark Mode laufen habe. Ja, und bei dem anderen mit den Energieeinstellungen, da wird dann der Dark Mode auf einmal beachtet. Was aber wirklich komisch ist, dass hier in der dunklen Version steht, ich wäre nicht im ausbalancierten Modus, sondern in beste Energieeffizienz. Bei dem anderen steht aber ausbalanciert, empfohlen. Verwirrend? Ja, 100%ig verwirrend. Was da passiert, ist, dass Windows 11 zwei komplett unterschiedliche Systemeinstellungsmenüs hat. Einmal ein Jahrzehnte altes und halt ein neueres. Man kann die Sachen ganz gut darin unterscheiden, dass die einen halt den Dark Mode respektieren und die anderen halt nicht. Also hier guck mal zum Beispiel der alte Task Manager und der neue und hier ist auch noch der alte Gerätemanager mit diesem ganz alten Windows 95 Icon. Also alter Kram. Also ich kann die Gedankengänge dahinter auch einigermaßen verstehen. Also ich gehe mal davon aus, dass die alten Menüs irgendwelche Funktionalitäten haben, die die neuen nicht oder noch nicht haben. Und falls Leute die alten Funktionen brauchen, sind die alten Menüs weiter im System. Nun gäbe es aber ja durchaus die Möglichkeit, die neuen Menüs erst zu veröffentlichen, wenn sie die alten Funktionen zu 100% ersetzen. Oder als Workaround die alten Menüs im System zumindest oberflächlich zu verstecken. Also, dass man die erst manuell anschalten muss, wenn man die braucht. Ich würde nämlich denken, dass das recht wenig Leute sind, die die alten Menüs brauchen. Stattdessen ist es aber so, dass wenn ich nach den Energieeinstellungen suche, die alten zuerst angezeigt werden. Ey, sorry, das geht doch besser, oder? Genauso wie dieser schreckliche Clickbait-Müll, der seit Jahren auf der Edge-Startseite und hier nach einem Klick auf das Wetter-Icon hier unten links kommt. Was ist das bitte? Putin lässt Atombombe über London zünden? What? Also in Wahrheit war im russischen Fernsehen irgendeine Animation zu sehen von einer Atombombe. Sorry, aber das ist einfach nicht lustig. Stellt euch mal eine Person vor, die vielleicht nicht so medienkompetent ist, vielleicht auch ein bisschen ängstlich ist und die startet ihren Browser und dann poppt
poppt sowas auf? Ist nicht gut, oder? Und eine Medienplattform, die solche Überschriften veröffentlicht, die sollten sofort aus diesem Feed rausfliegen. Und ja klar, das kann man alles manuell anpassen. Aber das ist ja keine Geschmacksfrage, sondern das sind objektiv Lügen, die nur dafür sorgen sollen, dass Leute irgendwo hinklicken. Und wenn jetzt jemand ankommt, dass bei 3003 auch manchmal so ein bisschen baitige Thumbnails sind, sorry, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie. Übrigens ist das kein rein deutsches Problem, sondern ein internationales, weil auf Reddit beschweren sich ziemlich viele Leute über den Müll. Ich bin mir ziemlich sicher, niemand will solche Meldungen sehen, oder? Microsoft, fragt doch die Leute einfach mal, was die sich wünschen. Oder interessiert euch das womöglich gar nicht? Ist Windows für euch nur noch so eine Werbeplattform für eure anderen kostenpflichtigen Produkte? Tja, das wäre dann auch direkt die Überleitung zum dritten Themenblock, nämlich Bloatware und Werbung. Das habt ihr nämlich auch sehr häufig kommentiert, dass Windows an jeder Ecke irgendwas verkaufen will. Zum Beispiel hier in der vorinstallierten Xbox-App wollen sie halt so ein Abo verkaufen. Oder hier im vorinstallierten Videoschnittprogramm Clipchamp. Da gehen auch viele Sachen nur mit Premium-Abo. Dass einem da ständig kostenpflichtiger Extrakram angedreht wird, passiert auch nicht nur im laufenden Betrieb, nein, schon bei der Installation wird man damit die ganze Zeit vollgeschwallert. Okay, das sind jetzt vielleicht keine super schlimmen Probleme, aber es wirkt halt einfach extrem billig und auch ein bisschen unseriös. Ich meine, das ist hier mein Betriebssystem, das ist meine Kommandozentrale. Da will ich keine Werbung im Startmenü haben. So, und jetzt die ganz große Frage. Führen diese ganzen Sachen jetzt wirklich dazu, dass Leute zu Linux oder macOS wechseln? Kann man das irgendwie quantifizieren? Und ja, das kann man offenbar. Hier ein Diagramm von Statista mit den Marktanteilen von Desktop-Betriebssystemen. Also Desktop-Betriebssysteme schließen natürlich Notebooks mit ein. Ja, und im Januar 2009 hatte Windows noch einen weltweiten Marktanteil von über 95%. Und der ist über die Jahre einfach immer kleiner geworden. Im Juli 2024 waren es dann nämlich nur noch 72,1%. Linux steht auf 4,4% und macOS auf 14,9%. Ja, vor allem die Linux-Zahlen finde ich überraschend, weil man hier wirklich sehen kann, dass das vor allem in den letzten Jahren stark wächst, was eventuell mit den Fortschritten beim Linux-Gaming zu tun hat. Also von 1,9% im Januar 2021 sieht man hier in nur 3 Jahren eine deutliche Verdopplung auf über 4%. Die macOS-Nutzung ist bis 2020 ziemlich stark gestiegen auf über 18%, zuletzt aber wieder etwas gesunken und ist aktuell auf ungefähr 15%. Wenn ihr euch fragt, woher kommen diese Zahlen? Ja, die sind von StatCounter, so einem Zähldienst für Websites, kann man da einbinden. Ja, und die veröffentlichen jeden Monat solche Zahlen. Da kann man sich das auch alles nochmal genauer aufschlüsseln lassen, zum Beispiel für Deutschland. Danach sind hierzulande die Linux-Zahlen sogar etwas besser als weltweit. Was man aber auch bedenken muss, natürlich verzeichnet nicht jede Website StatCounter-Zahlen, sondern laut Wikipedia sind das nur 0,9% aller Websites. Also diese Zahlen sind natürlich durchaus mit Vorsicht zu genießen. Mein Fazit. Ganz klar, viele Leute sind frustriert mit Windows. Das hat ja auch unsere Umfrage hier bei 3003 gezeigt. Und ich bin auch unzufrieden. Und das kommt hier jetzt nicht aus so einer stumpfen Hater-Richtung, sondern das habe ich ja schon mehrfach in den Videos hier gesagt, ich benutze schon sehr lange Windows und mochte Windows auch immer. Ich habe aber wirklich in letzter Zeit, also wie ihr auch, das Gefühl, dass Microsoft da ihr eigenes Ding macht und wir User irgendwie nicht mehr so wichtig sind. Also, wenn jemand von Microsoft das hier sieht und erklären kann, wie dieser Clickbait in der Startleiste, die sich widersprechenden Menüs oder das Recall-Desaster zustande gekommen sind. Also sprecht mich gerne an, freue ich mich drüber, schreibt mir eine Mail an 3003@ct.de und vielleicht gibt es da ja eine gute Erklärung dafür. So, aber das Gefühl, dass jetzt durch Windows 11 und Recall und so, das fast bei den Windows-Fans übergelaufen ist und die jetzt alle in Scharen umsteigen, das lässt sich zumindest mit den Stat-Counter-Zahlen nicht belegen. Was die Zahlen aber zeigen, dass die Nutzung von Windows seit Jahren permanent und langsam, aber sicher sinkt. Dass vor allem Linux auch langsam, aber sicher immer mehr genutzt wird. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht und auch ob Linux die letzten Problemfelder lösen kann. Also zum Beispiel, dass viele Spiele mit Anti-Cheat nicht laufen oder halt auch keine Adobe-Programme. Ja, das wird auf jeden Fall noch interessant. Wie seht ihr das? Gerne in die Kommentare schreiben. Wir lesen alles. Achso, ich habe noch was. Ich verkaufe meinen privat gekauften PC, den ich live on air Ende 2019 bei
CT-Uplink zusammengebaut habe. Das ist übrigens auch der PC, auf dem die ersten 3003 Videos geschnitten worden sind. Ja, und das ist auch für einen guten Zweck. Also laut eBay ist die Kiste noch mindestens 600 € wert. Ich will nur noch 400 € dafür haben und den Rest würde ich spenden. Ja, und wenn ihr mehr als 600 € bieten wollt, dann wird es natürlich auch gespendet. Und zwar an eine Organisation eurer Wahl. Also das darf sich die Person mit dem höchsten Gebot aussuchen. Wenn ihr also den Rechner haben wollt, plus natürlich ein 3003 Goodie-Paket, bitte eine Mail mit eurem Euro-Gebot in der Betreffzeile an 3003@ct.de schicken. Der Rechner hat übrigens folgende Ausstattung, könnt ihr einmal auf Pause drücken. Das Gehäuse hat so ein paar Gebrauchsspuren, sieht aber, finde ich, noch ganz okay aus. Bei der oberen Abdeckung des Gehäuses, da fehlen 2 so Haltenasen. Das ist aber in der geschlossenen Betriebsart nicht relevant. Die Abdeckung, die schließt nach wie vor super und so ist die auch von mir betrieben worden. Man kann die Abdeckung wegen der fehlenden Haltenasen halt nur nicht in so einer halb geöffneten Stellung installieren. Das war allerdings immer schon eine etwas instabile Angelegenheit und habe ich nicht so häufig genutzt. Also, fröhliches Bieten und tschüss.